In diesem Video zeigen wir dir, wie du dir mithilfe unseres Pivot-Generators und zusätzlich zu unseren Standard-Reports noch individuellere Berichte zusammenstellen kannst. Zuerst ist es wichtig für dich zu beachten, dass unsere Pivot-Tabellen immer die Einstellungen des aktuellen Reports, in diesem Fall hier den 2020er G&V Plan vs. Ist-Vergleich, als Grundlage heranzieht. Hier werden gerade die Ist-Werte von Dezember bis zurück zum Januar dargestellt, inklusive eines Plans vs. Ist-Vergleichs für den Monat Dezember. Wenn wir zum Beispiel auch in der Pivot-Ansicht die Planwerte für das gesamte Jahr 2020 angezeigt bekommen möchten, dann müssen wir diese hier hinzufügen. Dazu wählen wir unseren Budgetplan aus, legen das entsprechende Jahr fest und ziehen uns so für das gesamte Jahr 2020 unsere Planwerte in den Bericht, um sie so im Anschluss auch in der Pivot-Tabelle bearbeiten zu können. Zum Pivot-Generator gelangst du oben links über Ansichten und Pivot-Ansichten hinzufügen. Jetzt bekommst du auf der rechten Seite alle Variablen angezeigt, die deinem Dativ-Datensatz zugrunde liegen. An dieser Stelle möchten wir dir gerne ein paar Anwendungsbeispiele mitgeben. So kannst du zum Beispiel in Bezug auf Kostenstellen dir deren Variable einfach mal in die Y-Achse ziehen, um dir diese als Zeilen anzeigen zu lassen. Oder du schiebst sie rüber zur X-Achse, falls du diese eventuell miteinander vergleichen möchtest. An dieser Stelle können wir noch etwas weiterspielen und die Debitoren und Kreditoren in die Y-Achse ziehen. Danach sehen wir den Entweder-Oder-Breakdown und können diesen dann noch weiter nach Gruppenlevel 1, Gruppenlevel 2 und bis zur Kontenebene aufklappen, wie du es auch schon aus den Standard-Reports kennst. Vielleicht möchtest du jetzt auch noch verstehen, mit welchem Kunden du wie viel Umsatz gemacht hast. Dazu ziehst du einfach die Variable Partnerkonto und deine Y-Achse. Jetzt siehst du, mit welchem Kunden du welchen Umsatz an welcher Kostenstelle gemacht hast. Und wenn du die Kostenstelle wieder herausnimmst, siehst du, mit welchem Kunden du wie viel Umsatz in welchem Monat gemacht hast. Selbstverständlich sind unsere Filtermöglichkeiten auch in der Pivot-Ansicht vorhanden. So kannst du dir zum Beispiel nur bestimmte Kunden oder nur einen gewissen Zeitraum anzeigen lassen. Mit einem Klick auf das Speichern-Icon oben links kannst du deine Ansicht sichern und benennen und jederzeit über das Ansichtenmenü erneut aufrufen.